Guten Morgen, Hallöchen, hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, wollt ihr das honorieren, dass wir Montagmorgen vor 9 Uhr aufstehen, damit wir euch das beste Licht für das heutige Testobjekt präsentieren können? Dann abonniert genau jetzt den Kanal The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag eine neue Karre vorgestellt von Jessie oder mir. Sie sagt immer gern und mir, aber eigentlich stellt sie es vor oder ich. Irgendwann machen wir das vielleicht mal zusammen. Abonniert genau jetzt den Kanal, macht das, ist eine gute Sache. Ja, und das Auto, das ich euch vorstelle heute, ist ein Bestseller. Es wird nicht mehr in Mexiko gebaut, sondern jetzt in Italien. Das ist ja im Grunde wahrscheinlich die älteste Geländewagenmarke der Welt. Und hier steht ein Bestseller von der Marke. Hier steht da der Kompass. Und es steht nicht nur irgendein Kompass hier, sondern er ist scheißgeil mattgrün. Und es ist das Facelift Modelljahr 2021. Und es ist der 4xe, also der Plug-in-Hybride, der voll förderfähig ist. Da bekommt er eine Förderung von bis zu 7.000 Euro, zahlt nur 0,5% Dienstwagensteuer. Die rein elektrische Reichweite liegt irgendwo um die 50 Kilometer. Und wir haben hier die kleinere Version mit den 190 PS, was der kann, was sich im Facelift optisch außen verändert hat, was der Plug-in-hybride Antrieb kann, was die Benziner können, der Diesel, was der neue Innenraum kann, wie viel Anhängelast er hat, wie viel Kofferraum er noch hat, wie viel Platz er auf der Rückbank noch hat, ob es vielleicht das bessere Modell ist für euch im Vergleich zum Renegade oder zum Fiat 500X, ja, was seine Wettbewerber sind, was er kostet, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Ist eine Menge, ne? Ich bin vorbereitet. Ich hoffe, ihr auch. Und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für diesen ja, ziemlich grünen Kompass. Mua. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Erstmal uns anrufen und sagen, hey, Jan, Jessie, Jan, stellt so viele Plug-in-Hybride vor, wie ihr könnt. Warum? Ja, da gibt es eine Dienstwagensteuer von 0,5%. Ihr bekommt eine Förderung von 7.000 Euro und das zahlt sich auch auf dem Leasingpreis wieder ein. Und vor allem spannend ist, dass die halt unter den etablierten Leasinganbietern vergleichen und für euch den garantiert besten Leasingpreis raussuchen. Spricht man jetzt über die Historie vom Kompass, ist die gar nicht so lang. Naja, wobei, den gibt es seit 2007 in erster Generation, 2017 in zweiter Generation. Und weil es eben ein Bestseller der Marke ist, hat man sich für zwei Dinge entschieden. Nummer eins, ja, man wollte flexibler sein in der Produktion, hat die von Mexiko jetzt ins Stammwerk nach Melfi in Italien verlagert, ist deshalb schneller, kann ja irgendwie einfach flexibler auf die Dinge reagieren, die der Markt so will. Und Nummer zwei ist, man hat gesagt, wir brauchen Facelift. Und Nummer drei ist eigentlich, man hat gesagt, wir brauchen Plug-in-Hybrid. Und man hat nicht nur eine Leistungsversion davon, sondern zwei, 190, 240 PS. Ausstattungsvarianten sind Longitude, Limited, S und die Offroad-Version Trailhawk. Ich würde euch gerne sagen, welche Ausstattungsvariante ich hier habe. Ich vermute Longitude, aber das ist ein Auto und ihr seht es an dem Kennzeichen, das aus Italien kommt. Die haben teilweise andere Ausstattungsversionen. Deshalb, ich vermute Longitude. Ich weiß, dass es der kleine 4xe Plug-in-Hybride ist. Spannend. Und jetzt ist natürlich die Sache, das Auto teilt sich die Plattform mit dem Renegade, mit dem Fiat 500X. Und deshalb werden die alle zusammen in einem Werk gebaut. Was ist es eigentlich für eine Größe? Mit seinen etwa 4,40 Meter Länge ist es klassisch kompakt SUV. Und wer ist der Platzhirsch der automobilen Reviewer? Ich. Ja. Und wer ist der Platzhirsch der kompakten SUVs? Das ist natürlich der VW Tiguan in Deutschland. Alle lieben den Tiguan. Aber der hat so einen kleinen Nachteil, finde ich. Er ist sehr beliebig und es gibt ihn sehr oft. Und das macht wieder eine Nische auf für Autos, die ein bisschen anders sind, die zum Beispiel ein bisschen offroadigeren Charakter haben und einfach optisch
ja, ein bisschen mehr hermachen vielleicht oder einfach mehr polarisieren. Das könnte normalerweise auch der Kia Sportage sein, das könnte der Citroën C5 Aircross sein. Es gibt wirklich sehr viele kompakte SUVs. Ehrlich gesagt hat jeder Hersteller was in dem Segment. 440 ist der lang, 1,82 breit, 1,66 hoch. Und eine große Sache bei Facelifts ist dann immer, ja, was hat der Hersteller gemacht, damit das Facelift im Facelift anders aussieht? Sonst wäre es ja kein Facelift. Wer geht denn schon zum Schönheitschirurgen und will danach genauso aussehen wie vorher? Ich. Aber dann könnte man es ja auch lassen, ne? Ihr versteht das Ding, was ich euch erklären will. Und erstmal, was macht Jeep aus? Den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slot Kühlergrill da vorne. Der ist ein bisschen schmaler geworden. Normalerweise machen Hersteller den ja immer größer im Facelift, aber ein bisschen schmaler. Und was hauptsächlich anders ist, die Nebelscheinwerfer sind jetzt hier in dieses Gitter da unten reingewandert. Auch die Lippe ist ein bisschen anders. Sehr schön da vorne der Radarsensor. Hier haben wir die italienische Nummer auch. Das Jeep-Logo ist blau unterlegt hier vorne, dass man auch sieht, oh, das ist der Plug-in-Hybride. Der Nachbar soll ja auch sehen, der Jan, der ist richtig grün oder eben blau unterwegs. Voll-LED-Scheinwerfer, hier LED-Tagverleuchten, hier oben integriert. Ich finde, das Auto von vorne ist eine richtige Erscheinung. Wir haben auch die Motorhaube hier schön ausgeformt und ausgestanzt, vorne richtig kantig. Klassischer, typischer Jeep eben und diese matte Lackierung da drauf, finde ich richtig geil. Noch schöner finde ich eigentlich nur die Trailhawk-Version. Ja, und dann gibt es ein paar Easter Eggs auch in dem Auto, kommen wir später zu. Hier vorne zum Beispiel, kommt einfach mal her, ja, kommt mal her, hier ist eins. Easter Egg heißt, wir haben hier an den Ur-Jeep, den Willys, was daran erinnert. Und da vorne haben wir eine Eidechse im Plastik drin. Ob man die Eidechse braucht, weiß ich nicht. Den Willys brauche ich auf jeden Fall, weil den finde ich cool. Und dann haben wir hier natürlich nicht nur die matte Lackierung, die super passt, sondern auch ein schwarz abgesetztes Dach und ein etwa 1.300 € teures Glas-Panoramadach hier drin. Kann man also öffnen auch, Glaspanorama-Schiebedach, auf das ich nicht verzichten würde. Wir haben hier eine Dachreling in so einem Plastik dran. Ja, und dann haben wir hier so ein schlüsselloses Zugangssystem. Seht ihr an diesem kleinen Knopf hier in dem schwarzen Bügeltürgriff drin. Kompass steht hier drauf und hier ist er nochmal, der Willys, ein kleines Easter Egg. Und dann ist natürlich immer die Frage bei so einem dann doch relativ großen Kompakt-SUV, was macht man mit den Felgen? 16 bis 19 Zoll sind die Felgen groß. Hier haben wir jetzt 18 Zöller drauf, die sind auch in so einem matten Ton. Ich zeige sie lieber vorne. Auf dem Bremssattel steht nochmal Mopa drauf. Was dann interessant ist, wenn ihr euch vielleicht einmal nochmal langsam ums Auto drumherum drehen wollt, ist eine Sache. Normalerweise bei kompakten SUVs macht man es so, dass man die Radläufe und den Schweller an der Seite mit Plastik ausformt. Hier hat man das lackiert, ne? Also vorne den Stoßfänger über die Radläufe bis hier in die Seite in schwarz lackiert. Nochmal hier so ein graues Element drin, aber das macht das SUV hier schon ziemlich schick, finde ich. Ja, und hinten abgedunkelte Scheiben, schwarze Umrandung hier. Gefällt mir in der Seite ausgesprochen gut, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist eine Sache, wir haben hier ein Plug-in-Hybrid. Und alle wollen immer wissen, Jan, wo liegt denn der Akku beim Plug-in-Hybrid? 11,4 Kilowatt ist er groß, liegt hinten unter der Rückbank, macht den Kofferraum aber nicht viel oder wesentlich kleiner. Und dann ist die Frage, wo lädt man den? Also man kann den natürlich während der Fahrt, im Schubbetrieb durch Rekuperieren oder Bremsen laden. Oder eben hier mit maximal bis zu 7,4 kW, dann wäre der in etwa 100 Minuten, das sind etwa 1,5 Stunden voll. Wenn er den mit 3,5 kW ladet, wären es dann etwa irgendwie 3 Stunden. Das ist okay, aber was man wissen muss ist, so wirklich schnell laden kann er nicht. Also das ist ein Case, um ihn zu Hause oder über Nacht zu laden, aber an der Autobahn wollte er jetzt nicht wirklich alle 50 Kilometer etwa eine Stunde warten. Das macht wenig Sinn. Kann man auch kritisieren. Ja, und Chassis findet schon die schönste Position hier im Schwarzwald mit der Aussicht dahin. Ihr könnt da auch gern stehen bleiben, während ich euch was über die Anhängelast erzähle. Die ist 1250 Kilo hier und 1250 Kilo bei dem Diesel. Die beiden Benziner haben 1750 Kilo.
Ja, und von hinten ist es ein richtig schönes Heck. Jeep hier wieder blau unterlegt. Dann haben wir hier die italienische Nummer wieder dran. Die bekommt ihr nicht, ne? Ihr bekommt eine deutsche, weil ihr seid ja Deutsche, vermutlich. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und dann 4XE steht hier. Und dann ist eine entscheidende Sache hier die Rückleuchten. Die sind richtig gelungen. Aber ehrlicherweise bezieht sich Facelift echt hauptsächlich auf die Front. Ne? Diese ganzen Po-Transplantationen sind auch echt gar nicht so im Trend, würde ich sagen. Hier 36,5 Liter Tank. Der PF hat einen kleineren Tank, während die reinen Verbrenner 55 Liter Tank haben. Dann haben wir hier einen relativ ausgeformten Dachkantenspoiler, hinten wieder abgedunkelte Scheiben. Und wir sehen Endrohre. Schaut euch das hier unten an. 2 Endrohre sehen wir hier. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, sag mal, wie groß ist der Kofferraum? Das besprechen wir heute, dafür bin ich ja da. Geht natürlich elektrisch auf, Kamera nach hinten gibt es auch, wenn man das will. Und bevor wir reinkommen, wir haben einen neuen Kooperationspartner, Motul. Normalerweise machen die Motoröl, aber die haben gesagt, ey, wir haben eine ganz neue Linie für Putzmittel. Zeigt das und ihr fragt euch bestimmt, warum sind eure Autos immer so scheiß sauber, Jan? Genau, Motul, Putzzeug, schaut da gern vorbei. Ich verlinke euch unten das Zeug, da könnt ihr dann vorbeischauen. Und wenn ihr jetzt hier hinten reinschaut, mit mir haben wir, ja, das sind etwa 440 bis 1400 Liter Kofferraumvolumen. Beim PF habe ich gefunden, dass es 420 bis 1230 Liter Kofferraumvolumen sind. Ganz sicher bin ich mir allerdings auch nicht. Ich glaube jedenfalls, dass der Plug-in-Hybrid und der Akku hinten drin den Kofferraum nur marginal einschränkt. Und das sieht man eigentlich auch. Bevor es zu den Details geht, dass man hier die Klappe zum Beispiel wieder zumacht. Wir haben hier zum Beispiel auch eine 12 Volt Steckdose. Ne? Ja, zeige ich euch mal hier das Ladekabel. Ladekabel hier fürs Laden zu Hause an der Steckdose. Die Kachel steht auch Jeep drauf, ne? Dass ihr das nicht mit dem Nachbarn verwechselt. Und dann haben wir einen doppelten Ladeboden hier drin. Da ist noch Platz. Da hinten irgendwo müsste dann der Akku sitzen unter der Rückbank. Und hier müssten wir dann das Kabel für Schnellladen noch haben. So, genau. Da ist das Kabel für Schnellladen drin. Das kostet allerdings ein bisschen was Aufpreis bei Jeep bzw. Fiat, was ich gar nicht mal so toll finde, dass man dafür Aufpreis verlangt, ehrlich gesagt. Aber okay, macht VW ja auch nicht besonders viel anders. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier diesen doppelten Ladeboden wieder reinbekomme. Und ja, genau. Die Kabel hier nicht. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß die Kabel in den doppelten Ladeboden unten rein. Dafür ist er ja wahrscheinlich auch gedacht. So. Damit wie ich euch jetzt mal schön auch noch die Rückbank umklappen kann. So, einmal mache ich das hier runter. Und dann könnt ihr das echt flexibel im Verhältnis 40, 20, 40 umklappen. So. Und seht dann hier, dass ihr in diesem Auto fast schlafen könnt. Ihr habt da auch vorne ja dann noch so eine kleine Kante, aber das ist eine positive Kante, weil die geht so ein bisschen nach unten. Ne? Ja, und dann könnt ihr natürlich auch noch diese Abdeckung hier ganz rausnehmen. Dann seht ihr das vielleicht noch ein bisschen besser, wie groß der Kofferraum ist. Je mehr ihr reingeht, desto besser seht ihr das, liebe Jessica. Ja, die Lichtverhältnisse heute auch gar nicht so gut sind. So, und jetzt mache ich das hier wieder drauf. Ich weiß gar nicht, interessiert euch das eigentlich immer, wie ich diese Autos aufbaue und abbaue oder nicht? Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Was ich bei dem Auto hier nicht ganz so toll finde, normalerweise ist der Knopf, um es zuzumachen, hier haben wir übrigens wieder so ein Easter Egg, hier oben irgendwo. Das ist wirklich solide verarbeitet, aber hier haben wir den hier unten. Muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man das mal gemacht hat, ist es okay. Ja, und so geht dann die Klappe zu. Piepst auch, ne? Dass der Italiener sich hier nicht den Kopf anschlägt. Ich springe jetzt mal auf die Rückbank und dann schauen wir uns an, wie viel Platz ich da hinten habe und ob der Akku mir ein bisschen wegnimmt. Okay, hier haben wir jetzt eine Ausstattungsliste drin auf Englisch. Aber nicht von diesem Auto, sondern nur welche Motoren es gibt. Ganz interessant, sehr viel weitergebracht hat mich das leider nicht. Was wir jetzt sehen erstmal ist, dass ich mit dem Kopf an der Decke anstehe. Das ist relativ interessant für ein dann doch so großes Auto.
Kann natürlich daran liegen, dass der Akku hier unten liegt. Ne? Ich kann die Bank nicht nach vorne oder nach hinten verstellen. Ich kann sie auch nicht in der Neigung verstellen hier. Aber ich sitze trotzdem ganz okay. Ne? Hier muss man natürlich immer, sage ich Jessie immer, so, den Gurt rausmachen und dann können wir hier so, ziehen einmal und haben hier dann entweder Durchreiche und oder eine Armauflage, was ganz praktisch ist, hier mit dem Cupholder. Ja, ihr könnt dann hier noch flexibel auch die Kopfstützen verstellen. Habt hier hinten dann richtig schön Platz, zumindest in der Breite, und auch nach vorne ist es wirklich okay. Die Stühle stehen jetzt sehr weit hinten, muss man sagen, fairerweise. Auch der Himmel in dem Schwarz ist richtig cool ausgeformt. Ne? Wir haben hier unten sogar eine 230 Volt Steckdose. Auf sowas würde ich in einem privaten Auto nie mehr verzichten, weil wenn wir mit unserem Laptop unterwegs sind, den laden müssen, weil wir von so unterwegs oft arbeiten, könnte man hier flexibel laden, USB-C, USB-Anschluss, 2 Lüftungsdüsen hier. Nur eben, dass ich hier mit dem Kopf anstehe, das taugt mir nicht so richtig. Dieses kleine Fenster da hinten ist auch charmant, weil das macht es hier noch ein bisschen heller. Die Sitze von vorne fühlen sich auch ganz gut an. Jetzt schauen wir mal noch in die Tür. Hartplastik oben, aber was Schönes ist so ein echt großer Türgriff hier, den man hier auch so abschließen kann, sehr robust. Sieht zwar ein bisschen Playmobil-mäßig aus, aber okay. Armauflage gut gepolstert, in der Tür viel Platz, so wünscht man sich das eigentlich. Das ist nicht viel schlechter als das, was VW macht von der Verarbeitungsqualität. Ja, jetzt kommt natürlich mal wieder die Abteilung in den Reviews, die mir am meisten Bammel macht für meinen Kopf. Es geht um die Motoren. Ja, was ist das für ein Motor? Also erstmal haben wir einen 1,3 Liter Benziner, den gibt es mit 130 oder 150 PS immer frontgetrieben. Dann gibt es noch einen 1,6 Liter Diesel, der hat auch 130 PS immer frontgetrieben. Jetzt sagt ihr, das ist doch ein Jeep, wie kann der immer frontgetrieben sein? Ja, wollt ihr Allrad, müsst ihr zum PHEV greifen, also zum Plug-in-Hybriden. Da habt ihr dann vorne einen Motor, der hat 130 oder 180 PS, einen Verbrenner. Und hinten habt ihr zusätzlich einen Elektromotor, der im Dauerbetrieb 60 PS leistet. Der kann aber im Overboost bis zu 128 PS leisten. Jetzt sagt der Experte da draußen, sag mal Jan, aber wenn der Akku hinten leer ist, dann habe ich doch wieder nur Frontantrieb. Und da sagen die Italiener, no, weil hier ist so eine Power-Loop-Funktion drin. Und diese Power-Loop-Funktion sorgt eben dafür, dass wir vorne mit einem Riemenstartergenerator ständig genug Energie erzeugen, dass wir zumindest noch ein bisschen Leistung hinten haben. Heißt, man muss hier nie auf Allrad verzichten. Ja, hier haben wir, da bin ich ziemlich sicher, die kleinere Version, die mit 190 PS dann in Plug-in-Hybriden. Damit werden wir in 7,3 Sekunden auf 100 katapultiert, werden 183 km/h schnell. Der Normverbrauch liegt bei 2 Liter. Ja, und das Auto wiegt etwa 1860 Kilo, zum Beispiel der Trailhawk wiegt dann 1935 Kilo. Aber ganz sicher bin ich mir bei den Werten einfach nicht, weil wie gesagt italienische Version. Trotzdem zeige ich sie euch. Aber habt ein bisschen Rücksicht mit mir, wenn irgendeine technische Data nicht ganz zu 100% die ist, die es dann in Deutschland geben wird. Was ich jetzt machen werde, ist reinspringen, euch den Innenraum im Facelift zeigen. Da hat sich nämlich echt eine Menge getan. Vieles gibt es da zu erzählen. Dann werden wir fahren und dann gibt es ein Fazit. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum vom Facelift. Ich habe es ja angedeutet, da hat sich echt viel getan. 8,4 bis 10,1 Zoll ist dieses Infotainment-Display jetzt groß, steht jetzt frei. Sehr praktisch, wichtig. 10,25 Zoll ist das digitale Cockpit groß. Ich mache hier jetzt mal an, damit ihr seht, wie schön hier Jeep reinfährt. Sind es 1941. Die Mathematiker unter euch können nachrechnen, genau 80 Jahre. Was hat sich noch getan? Die Mittelkonsole ist jetzt anders und die Türverkleidungen sind anders. Aber jetzt machen wir das mal Schritt für Schritt. Erstmal vielleicht zum Dach. Schaut mal, hier geht es auf. Es gibt auch eine Jalousie hinten, die man auf und zu fahren kann. Und so hat man auf einmal hier, Hallöchen, ein Cabrio-Gefühl, was man eigentlich kaum missen will. Hinten kann man dann noch die Jalousie zufahren. Wenn man denn möchte, wie Jessica immer sagt, ja, könnt ihr das schön machen, aber ich habe die immer auf und ich würde auch kein Auto mehr ohne Glasdach bestellen, so viel steht fest. Jetzt haben wir hier die Sitze,
Da steht schön Jeep drauf hier oben und das ist echtes Leder. Jessie, ne, echtes Leder. Ja, sagt sie. Hier ein Easter Egg nochmal drin vom Willis. Und die sind schweinebequem. Fast so ein bisschen Ami-Sitze irgendwie, so bequem sind die. Geben dafür ein bisschen weniger Seitenhals, sind aber wirklich sehr robust ausgeformt. Und ja, die genieße ich, die Sitze hier drin toll. Ich würde immer Stoffsitze nehmen, weil ich finde halt die die Sitze sind im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt. Muss man dann mit einer Sitzkühlung oder mit einer Sitzheizung entgegenwirken. Jetzt schauen wir mal noch in die Türverkleidung rein, weil da hat sich im Facelift auch was getan. Echt gut gepolsterte Armauflage, allerdings auch ein bisschen Hartplastik. Unten oben wieder dieser sehr große Bügel oder dieser riesige Türgriff da, ein bisschen Klavierlack drin. Weiches Plastik dann oben hier, aber das ist schon ganz solide gemacht. Schaut man sich das Dashboard hier vorne an, hat sich da auch ein bisschen was verändert. Klavierlack, hier so ein silberlackiertes Plastikelement. Unten haben wir ein Handschuhfach nochmal groß. Hier oben ist auch so ein Leder-Imitatbezug, denke ich mal. Das sieht robust aus. Und die größte Neuerung ist eben dieses Infotainment, was hier jetzt frei steht. Knöpfe hier unten haben wir immer noch die wichtigsten. Dann zum Beispiel für die Rekuperationsstufen, fürs ESC, des Spurverlassenswarner hier, die Parkpiepser zum Beispiel auch. Die Klima hier unten hat auch noch Knöpfe. Hier können wir das ganze System muten oder den Screen ausmachen. Seht ihr dann oben. Da ist aus. Ja. Oder wieder an, USB-C-Stecker, USB-Stecker. Hier unten haben wir eine induktive Ladebuchse fürs Handy. Und was hauptsächlich auch neu ist, ist dieser Gangwahlhebel, weil da habt ihr früher so einen Drehregler gehabt, jetzt ist ein Kippschalter. Genau, Sand, Snow, Auto, Sport. Wenn ihr euch das vorne mal anschauen wollt, seht ihr dann, wie sich das verändert, wie das hier schön reinfährt. Also auch bei den Grafiken hat man sich richtig viel Mühe gegeben bei Jeep. Dann könnt ihr hier den Allrad sperren, eine Bergabfahrhilfe habt ihr hier. Ja, und jetzt würde ich eigentlich sagen, kommt Jessie mal rein. Dann können wir da oben vielleicht mal genau hier das anschauen für die Jalousie. Hier könnt ihr noch einen Kofferraum öffnen. Hier oben habt ihr dann auch die Lichter, zum Beispiel Lenkrad. Liegt gut in der Hand, ist echt fast perfekt, nicht zu dick, nicht zu dünn. Jeep hier im Pralltopf drin, 3 Speichen. Und auf meiner Seite hier ist ganz spannend, weil hier habt ihr den Hybriden-Modus, den elektrischen, den eSafe-Modus, mit dem ihr den Akkufüllzustand halten könnt oder den wieder laden könnt. Licht ist hier und mein Arm findet hier bequem Platz. Ja, dann haben wir hier alles für die Assistentenabstandsregel, Tempomat zum Beispiel. Auch hier drin könnt ihr hier dann an- und ausmachen. Und wenn ihr vorne das Display anschauen wollt, dann habt ihr hier einen Bordcomputer. Die Fahrmodi sind hier. Ihr könnt in den einzelnen Punkten dann noch nach rechts oder links swipen. Habt da verschiedene Ansichten dann zum Verbrauch, zum Beispiel auch hier einfach die reinen Hybriden-Modi. Da kommen wir dann später beim Fahren dazu, würde ich sagen. Ja, und habt hier dann noch alles zu den Media-Sachen. Ne? Ihr habt hier für den Blinker nochmal einen Arm, hier für den Scheibenwischer nochmal einen Arm. Ja, jetzt wird Jessie ein bisschen nass. Schaut mich auch ganz böse an, aber jetzt beschäftigen wir uns mit dem Infotainment. Und das ist sehr intuitiv, sehr einfach. Erstmal hier oben könnt ihr dann die Klima ändern. Eine Lenkradheizung habt ihr hier oder das Ganze bei Jessie noch machen. Da könnt ihr dann auch zum Beispiel, wenn ihr sie nicht mögt, alles ganz warm machen oder die Sitzheizung an, wenn es eh schon 26 Grad hat. Nein, machen wir nicht. Hier habt ihr dann nochmal Apps, die ihr hier reinmachen könnt. Die wichtigsten für euch, zum Beispiel die Kamera. Die könnte ein bisschen besser sein, aber es ist eine 360-Grad-Kamera, was schon eigentlich echt ganz geil ist hier. Ja, und hier geht es dann wieder zurück. Homescreen könnt ihr euch dann halt eben frei belegen mit irgendwelchen Dingen, die ihr dann hier rein haben wollt. Hier macht ihr das dann, ne? Könnt ihr dann alles reinmachen, zum Beispiel die Klima dann. Und das flexibel dann hier einfach gestalten, wie ihr dann wollt. Medien habt ihr hier, die Komforteinstellungen habt ihr hier, das ist dann die Klima, könnt ihr Auto machen oder irgendwie Umluft. Navi habt ihr hier, das ist auch jetzt ein richtig schnelles System, finde ich. Telefon habt ihr hier, Apple CarPlay, Android Auto und hier alles zum Fahrzeug. Und jetzt schaut euch mal die tolle Grafik an. Ja? Steuerung habt ihr hier, also die hybriden Dinge einfach hier. Leistungsflussanzeige machen wir später beim Fahren, Regenerationsverlauf.
Programme, eSafe Modi, Batteriesparmodus oder Batterielademodus habt ihr hier und die Ladeeinstellungen habt ihr hier. Hier seht ihr gerade den Füllzustand von der Batterie. Ja, das ist echt interessant, könnt ihr hier immer wieder drauf, könnt aber auch Steuerungen machen oder die Einstellungen euch anzeigen. Jessie zeigt Einstellungen immer ewig, ich finde das gar nicht so interessant. Ja, und dann hier Apps ist vielleicht wirklich noch interessant, da habt ihr Alexa, das Auto ist jetzt nicht online verbunden und da zeige ich euch mal alle Apps. Alexa funktioniert hier drin, sehr spannend, Bluetooth, Dienste aktivieren, Device Manager, Fahrzeug, Fahrerprofile. Help habt ihr hier. Also da seht ihr, wie viele Apps ihr habt. Ihr habt dann auch Wetter hier zum Beispiel. Schaut euch das mal an, wie gut dieses System ist. Ne? Help, probieren wir jetzt auch mal auf. Vielleicht brauchen wir ja auch Hilfe. Oh, nein, kein Notruf. Kein Notruf. Anruf beendet. Wäre echt beenden. Das wollten wir jetzt beenden. Wir brauchen keine Hilfe. Uns muss keiner helfen bei der Car Crash Review. Wir fahren jetzt los. Ja, jetzt fahren wir mal unseren Kompass. Ich freue mich schon. Ein Glück, dass wir hier im Schwarzwald sind, ein bisschen Offroad-mäßig was machen können. Hier geht er an. Wir sind im hybriden Modus. Sieht man jetzt da drüben auf dieser Seite. Ich mache euch hier mal die Energieflussanzeige rein, weil das ist ganz spannend beim Auto. Wir ziehen auf D. Ja, und jetzt fahren wir hier mal ein bisschen Schwarzwald hoch. Was spannend ist, wir sind jetzt hier so einer leichten Steigung. Wir können jetzt hier die Kraftverteilung erstmal uns anschauen. Ja, man merkt schon, Kraft vorne, Kraft hinten, Auto arbeitet und man merkt auch, der leichteste ist er nicht, aber man merkt auch, ja, der hat so überhaupt kein Problem hier hochzukommen. Und jetzt merkt man auch, die Federung ist einigermaßen okay. Wir sind hier auf Auto. Sand, Matsch. Wir sind eigentlich auf Sand. Jetzt merkt man auch schon, okay, Sand, Matsch, es verändert sich ein bisschen was. Also wir haben mehr Drehmomentanliegen hier. Das ist ganz spannend. Schaut mal hier, mehr Drehmoment. Da kommen wir also sehr gut hoch hier drin. Ne? Allerdings, wenn man ehrlich ist, auf Auto oder Sport funktioniert es nahezu genauso. Aber wenn es hier jetzt steiler ist, halten wir nochmal an am Berg, geben nochmal Gas. Ja, und da haben wir mehr Drehmoment, das funktioniert besser und der arbeitet sich richtig schön hier hoch. Jetzt ist es interessant, das sieht für die meisten, wenn sie die Videos schauen, hier gar nicht so spektakulär aus, was wir machen. Jessie kann vielleicht auch mal rausfilmen, dann sieht man das ganz gut, was hier passiert. Dafür müssen wir ihr die Fenster runter machen. Und jetzt schaut mal hier, jetzt können wir hier ganz gut Böschungs-, Neigungs-, Rampenwinkel anschauen, Bodenfreiheit. Und das haben wir schon mit dem Suzuki Jimny gemacht, das haben wir schon mit dem Jeep Wrangler gemacht und das klappt hier auch gut. Ne? So schlecht ist der also gar nicht im Gelände. Jetzt haben wir hier eine Bergabfahrhilfe. Dafür muss ich wahrscheinlich mal hier 4W Lock, ist auch interessant, ne? Kann man hier auch drücken. Muss ich mal die Bergabfahrhilfe dann drücken. Warum sie nicht funktioniert, weiß ich nicht. Warum funktioniert sie nicht? Ja, sie funktioniert nicht. Okay, dann drücken wir sie nicht. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, wird mich wieder Jeep anrufen und sagen, Jan, du hast was falsch gemacht. Ja, also Auto. Und jetzt ist natürlich interessant, weil die Federung ist so gut, dass wir hier auf so einem Feldweg echt gern fahren. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, ach nö, ich muss auf dem Feldweg fahren, sondern es ist eher so, dass man denkt, ja, cool, macht Spaß. Und jetzt schaut mal hier, jetzt kommt ein bisschen Wald. Bergabfahrhilfe lässt mich immer noch im Stich. Ich probiere mal anzuhalten. Wo bist du? Wo ist sie? Ja, funktioniert nicht. Naja, dann ist es so. Manchmal muss man im Leben auch wissen, wann man verloren hat. Ja. Das war es jetzt eigentlich zu der Offroad-Fähigkeit. Was ich euch jetzt erzählen will, ist was zur Rekuperation. Und jetzt können wir hier, wenn wir vom Gas gehen, die an- und ausmachen. Und ihr merkt schon, dass die verändert sich doch gar nicht. Naja, ihr merkt schon, dass wir die maximale Regeneration jetzt hier eingestellt haben. Und wenn wir sie aus haben, dann rollt der leichter aus. Und das ist ganz spannend, weil da könnt ihr dann in der Stadt spielen, was Spaß macht. Allerdings haben wir hier den elektrischen Modus und der macht eigentlich noch mehr Spaß. Jetzt haben wir ein paar Nachteile. Also wir haben natürlich weniger Leistung. Das Auto ist nur noch heckgetrieben, weil hinten sitzt ja der E-Motor. Wir werden nur noch 130 km/h schnell. Die Beschleunigung ist langsamer, weil wir haben hinten im Overboost 128 PS
und ja, insgesamt glaube ich 60 PS reicht allerdings. Und die Reichweite ist angegeben von 47 bis 51 Kilometer. Und was krass war, wir haben etwa 47 Kilometer in unserem Alltagstest geschafft. Das ist richtig gut gewesen. Und dann haben viele ja Angst, vor allem wenn man jetzt den Hybriden-Modus wieder reinmacht und Allrad fahren will. Ja, was sagen wir, Jan, wenn der Akku leer ist, wie ist es denn dann? Haben wir dann auf einmal keinen Allrad mehr? Fällt der Motor hinten dann weg? Nein. Wir haben hier die Power-Loop-Funktion und durch einen Riemenstarter-Generator sorgt der Verbrenner dann mit Riemenstarter-Generator dafür, dass wir immer genug elektrische Energie haben, um immer Allradantrieb zu gewähren. Und interessant ist, im Hybriden-Modus fahren wir meistens elektrisch los. Der sucht sich dann aus, ja, was ist dann jetzt hier gerade am besten. Wollen wir jetzt mit Verbrenner, mit beiden oder nur mit einem der beiden Motoren fahren. Aber meistens elektrisch los, wenn man da die meiste Energie ausgibt. Spricht mal über das reine Auto, habe ich euch ja schon gesagt, der ist wirklich tendenziell eher gemütlich, weich gefedert. Das Ansprechverhalten vom Gas hier ist okay, im Sportmodus wird es natürlich ein bisschen besser. Auch die Lenkung, da merkt man die amerikanischen Gene, weil die ist eher gemütlich. Kann man jetzt auch sagen, ja okay, aber es ist ein Jeep, ne? Der ist so abgestimmt, dass der halt im Gelände nicht gleich die Lenkung ausschlägt. Okay. Das Getriebe hier drin ist meistens richtig. Ich habe keine Schaltpedal hier am Lenkrad, was ich überhaupt nicht mag. Ich mag Schaltpedal am Lenkrad, aber die meisten Leute, mit denen ich spreche, sagen Schaltpedal am Lenkrad, selbst schalten, mache ich nicht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch hier rüber schalten und könnt dann hier noch die Gänge betätigen. Wenn ihr da vorne mal schaut, seht ihr jetzt gerade beim Runterfahren, dass wir ja natürlich rekuperieren. Ne? Sieht man auch hier vorne in dem Display. Bergabfahrhilfe kriege ich immer noch nicht rein, selbst wenn ich lange drücke. Ist auch noch in diesem Modus. Ne, funktioniert nicht. Irgendwas mache ich falsch. Jedenfalls sieht man da vorne gerade beim Bremsen die Rekuperation. Und das ist natürlich bei einem Plug-in-Hybrid nahezu unschlagbar. Warum eigentlich? Naja, andersrum dient der Elektromotor als Generator und lädt den Akku wieder auf im Schubbetrieb. Oder beim Fahren, noch ganz spannend, ist der eSafe-Modus. Mit dem eSafe-Modus, den habe ich euch ja da vorne gezeigt, könnt ihr entweder den Füllzustand halten vom Akku oder ihn wieder über den Verbrenner aufladen. Ist natürlich energiepolitischer Unfug, macht ökonomisch und ökologisch wenig Sinn, aber es geht. Was wäre der Vorteil? Naja, wenn jetzt Offenburg irgendwann mal eine Zone wäre, wo ihr nur noch rein elektrisch fahren könntet, was auch immer der Sinn dahinter wäre, dann ja, könnte das so den Akku während der Fahrt aufladen und hätte da keine Probleme. Wendekreis 11 Meter ist okay, Rückfahrkamera habe ich euch gezeigt. Wir haben jetzt hier alle Assistenten, um teilautonom Level 2 zu fahren. Erstmal will ich dann noch im Sportmodus und im Hybridenmodus hier durchbeschleunigen, weil wir sollen ja in 7,3 Sekunden auf 100 sein. Das wird machbar sein. Ich gebe mal Gas und dann schauen wir uns das mal an. Ja gut, wir haben halt echt viel Drehmoment. Ne? Der Antritt ist echt trotz des hohen Gewichts nicht so schlecht. Vollbremsung. Ja, auch die ist wirklich okay. Und jetzt machen wir hier mal den Tempomaten rein auf Set. Und jetzt seht ihr schon, wir halten den Abstand zum Vordermann. Ihr könnt die Geschwindigkeit auch anpassen, wenn ihr wollt. Und wir halten auch die Spur rechts und links. Das kann man hier auch an- und ausmachen. Es gibt eine Schildererkennung. Es gibt einen City-Notbremsassistent. Jetzt schauen wir mal, ob das da vorne auch mit dem Fahrradfahrer funktioniert. Ja, der erkennt sogar den Fahrradfahrer, bremst da auch. Auf der Autobahn ist es natürlich besonders toll, weil wir können Abstand halten, die Spur in der Mitte halten, der pendelt auch nicht. Hilft einem so ein bisschen auch mit Lenkunterstützung, das ist ganz gut. Was ich jetzt mache, ist wieder hochfahren und euch ein Fazit zaubern. Kommen wir zum Fazit. Euch interessiert bestimmt brennend. Was ist deine Meinung, Jan, zum Jeep Compass 4xe Plug-in Hybriden Facelift? Ich bleibe jetzt einfach mal hier sitzen. Nee, mach ich nicht. So faul wird es hier nicht sein bei The Car Crash Review. Abonniert übrigens den Kanal an dieser Stelle. Ja, meine Meinung. Erstmal sprechen wir vielleicht über das Facelift. Ich ordne gerade meine Gedanken und optisch hat das Facelift dem Auto vorne richtig gut getan. Sind zwar eigentlich eher kleinere Änderungen, aber trotzdem sieht man sie. Die wesentlicheren sind eigentlich die Plug-in-Hybriden-Änderungen im Motor. Die gab es allerdings teilweise schon vor Facelift. Der Plug-in-Hybrid tut dem Auto sehr gut. Vor allem
weil er voll förderfähig ist. Ob der jetzt gut ist für die Umwelt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier, ist auf jeden Fall nur dann oder kann nur dann gut sein, wenn er dieses Auto auch tatsächlich an der Steckdose laden wollt, das auch macht und ja, konsequent seid. Für Vielfahrer ist der Plug-in-hybride Antrieb nichts. Aber im Facelift ist es so, dass der Innenraum unheimlich profitiert hat. Der ist jetzt wesentlich moderner, wesentlich technisch innovativer und vor allem haben wir mit den Assistenzsystemen da drin jetzt ja endlich eine teilautonome Plattform, wo wir sagen können, mit Spurhalteassistent, mit Abstandsregeltempomat, Schildererkennung und dem ganzen Zeug, was da drin ist, könnt ihr richtig viel Spaß haben. Und dann ist natürlich eine Sache, die mir persönlich immer wichtig ist. Ich bin kein VW Tiguan-Hasser, ganz im Gegenteil. Das ist ein richtig gutes Auto. Aber ich finde es ja auch ein bisschen langweilig, wenn alle immer Golf, Tiguan oder Passat nur fahren da draußen. Deshalb mag ich das, dass es auch solche Autos gibt für Leute, die sagen, nein, ich will ein bisschen was anderes. Und das verstehe ich. So bin ich, ja, auch. Ich wollte schon immer ein bisschen was anderes machen und was anderes sein. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, will ich gar nicht bewerten. Aber das ist der Jeep Compass. Und so eine kleine Absatzzahl hat der gar nicht. Ne? Der ist ziemlich beliebt, ist ein Bestseller der Marke. Und ganz spannend ist natürlich halt auch eine Sache, dass Jeep jetzt 80 Jahre alt wird. Und naja, zum Geburtstag hat man sich quasi dieses Facelift gegönnt. Aber ich weiß ja auch, Kompakt-SUV-Segment ist ein Segment, was sehr preissensibel ist. Und weiß auch Jeep natürlich. Daher beginnt dieses Auto schon bei 31.000 €, natürlich in Longitude, mit dem kleinsten Benziner mit 6-Gang Handschaltung. Ja, will man den Diesel, liegt man bei 33.500 und der PHEV, also der Plug-in-Hybride hier, beginnt bei 41.600 €. Jetzt sagt er, aber das sind ja fast 10.000 mehr als Einstieg. Stimmt, aber Papa, Mama, Staat, danke Merkel, geben aktuell 7.000 € Kaufpreisprämie zurück und ihr zahlt nur die Hälfte der Dienstwagensteuer. Deshalb lohnt sich eben für die meisten der PHEV, ob sie jetzt Kurzstrecke, Langstrecke fahren oder nicht, komplett. Ich sage, für die Umwelt macht er nur dann was Gutes, wenn ihr den an der Steckdose laden wollt. Und selbst das ist teilweise umstritten, aber vermutlich dann doch ein ganz gutes Match. Wer ein gutes Match ist für euch bei diesem Auto, vor allem beim 4xe, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ja, jetzt wird es langsamer. Hier seid ihr nämlich gelandet bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von Chassis oder mir. Abonniert gern den Kanal, macht es, ist eine gute Sache. Genau jetzt macht euch glücklich, froh, italienisch, amerikanisch und geländegängig. Ciao, tschüss.